Hallo und willkommen in meiner Küche. Risotto mit veganen Jakobsmuscheln. Vegane Jakobsmuscheln? Wie soll das denn gehen? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Ja, das stimmt. Ich fand die Idee dieses Oxymorons jedoch so interessant, dass ich mich an die Ausführung dieses Gerichts gemacht habe und ich bin, ebenso wie mein Mann, das muss ich hervorheben, ganz begeistert. Diese in Anführungsstrichen Jakobsmuscheln sind tatsächlich rein pflanzlich. Wie es geht, zeige ich in diesem Video. Tags zuvor hatte ich ein Stück Hokkaido-Kürbis in Stücke geschnitten und diese in Öl angebraten und mit Salz und Pfeffer gegart. Für die Zubereitung des Risottos wird eine kleine Zwiebel in etwas Öl angeschwitzt. Von Kräuterseitlingen werden die Köpfe abgeschnitten, klein gehackt und mit der Zwiebel und etwas Salz ebenfalls angebraten. Pro Person gebe ich eine Soßenkelle Risotto-Reis zu der Zwiebel und lasse alles anbraten. Das dauert bei mittlerer Hitze knappe 5 Minuten. Im Anschluss daran gebe ich 2 Soßenkellen Weißwein zu dem Reis, rühre ihn unter, lasse alles aufkochen, bis der Wein verkocht ist. Jetzt ist es an der Zeit, etwas Gemüsebouillon an den Reis zu geben, und zwar so viel, dass er mit Flüssigkeit bedeckt ist. Anfangs lasse ich den Reis gerne unter einem Deckel aufkochen. Zwischendurch wird immer wieder einmal umgerührt und bei Bedarf mit Flüssigkeit aufgefüllt. Insgesamt beträgt die Kochzeit für den Risotto ungefähr 20 Minuten. Auch das ist immer von der Hitzezufuhr abhängig. Man muss Geduld haben und gerne rühren mögen. In der Zwischenzeit zerdrücke ich 2 Esslöffel von den Kürbisstücken mit einer Gabel. Nach ungefähr 10 Minuten Kochzeit wird der Kürbis zum Reis gegeben und untergerührt. Mit weiterer Flüssigkeit geht es besser. 5 Minuten vor Ende der Kochzeit des Risottos komme ich nun endlich zur Zubereitung meiner Beilage, die aussieht wie Jakobsmuscheln. Ich hatte ja die Köpfe der Kräuterseitlinge gehackt und die Füße zur Seite gelegt. Diese Füße werden nun, wie gezeigt, in Zylinder von mindestens 3 cm Höhe geschnitten. Anschließend werden sie angebraten. Ich habe nicht nachgedacht und Butter genommen, was natürlich nicht vegan ist, also nehmt bitte ein zum Anbraten geeignetes Öl. Bei mittlerer Hitze werden die Pilzfüße schmoren gelassen und sie erhalten auch diesen wunderschönen braunen Rand, der für den Muskel der Jakobsmuschel so typisch aussieht. Sie werden gewendet und weiter schmoren gelassen. Beim zweiten Wenden sind sie schon fast gar und ziehen ein bisschen Wasser, so dass es anfängt zu spritzen. In der gleichen Pfanne schiebe ich die Seitlinge ein wenig zur Seite und gebe auf den frei gewordenen Platz ein paar Kürbiskerne, die ich anrösten lasse. Sie geben ein wenig Knusprigkeit und ein weiteres Aroma. Das Risotto ist fertig und zum Schluss wird noch ein guter Teelöffel dunkles Mandelmus dazugegeben und eingerührt. Wie man ein Mandelmus macht, zeige ich am Ende des Videos. Das Essen ist fertig. Natürlich wird noch einmal abgeschmeckt und eventuell mit Salz und Pfeffer nachgewürzt. Das Risotto wird auf die vorgewärmten Teller gegeben und die Pilze werden darauf verteilt. In die Mitte kommen die gerösteten Kürbiskerne. Was soll ich sagen? Dieses Essen war unheimlich lecker und es hat sogar meinem Mann geschmeckt, der eigentlich überhaupt keinen Reis mag. Und das will etwas heißen. Hier sieht man, wie er eine in Anführungsstrichen Jakobsmuschel aufschneidet. Das Fleisch des Pilzes sieht einer Muschel wirklich täuschend ähnlich. Auch das Kaugefühl kommt dem von Jakobsmuscheln sehr nahe. Da Jakobsmuscheln nicht über sehr viel Eigengeschmack verfügen, kann man keinen großen Unterschied ausmachen. Das Fruchtfleisch des Hokkaido-Kürbisses imitiert den Rogen der Muschel und gibt außerdem eine schöne Cremigkeit. Besonders gut hat mir die Zugabe des Mandelmuses gefallen, das geschmacklich durch sein Nussaroma überzeugt hat.
Alles in allem ein ganz tolles, unheimlich leckeres und wenn ich den Fehler mit der Butter nicht gemacht hätte, auch tatsächlich veganes Essen, das ich hier sehr gerne vorstelle. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben zeige ich am Ende des Videos. So, und jetzt zeige ich noch, wie ich einen Mandelmus mache. Den Backofen heize ich schon mal auf 170 Grad vor. Wer den Geschmack oder die Inhaltsstoffe von Mandelschalen nicht mag, kocht die Mandeln in Wasser auf. Ich habe hier 200 Gramm genommen, schüttet das Wasser ab, schreckt die Mandeln mit kaltem Wasser ab und gibt sie in ein Sieb. Im noch heißen Zustand lassen sich die Mandeln leichter pellen, weswegen es ratsam ist, sich einen Handschuh anzuziehen. Nun drückt man, wie gezeigt, eine Mandel zwischen Daumen und Zeigefinger aus der Schale heraus. Damit es schneller geht, sammelt man die gepellten Mandeln in einer Hand und legt sie zusammen ab. Sie werden nochmal abgespült, auf ein Backblech gegeben und 10 bis 17 Minuten backen gelassen, bis sie leicht braun sind. Sobald die Mandeln anfangen im Backofen zu knacken, ist es Zeit, einmal nach dem Bräunungsgrad zu schauen. Sie werden vollständig auskühlen gelassen. Dann gibt man sie in einen Zerkleinerer und lässt sie mahlen. Zunächst werden die Mandeln grob zerkleinert und man lässt die Maschine einfach immer weiterlaufen. Wie lange man sie ohne Unterbrechung laufen lassen kann, müsst ihr selbst entscheiden, denn das hängt von der Stärke eures Motors ab. Nach einer Weile sollte man allerdings aufhören, da durch die Reibung die Mandelmasse warm wird und man sollte sie etwas abkühlen lassen. Hier kann man sehen, wie die Masse aussieht und zwischen den Fingern zerrieben lassen sich noch Körner erkennen. Je nach Typ des Zerkleinerers kann es auch zweckmäßig sein, den Inhalt durchzurühren. So sieht die Masse jetzt aus. Wenn die Masse schön glänzt und sehr fein aussieht, ist sie fertig und kann abgefüllt werden. Sie fließt geschmeidig ins Glas. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben zeige ich jetzt und ich lese alles vor, damit es übersetzt werden kann. Risotto mit veganen Jakobsmuscheln für 2 Personen. 1 Esslöffel Olivenöl zum Anbraten, eine kleine Zwiebel, 3 bis 4 Köpfe von Kräuterseitlingen, je nach Größe, 65 Gramm Risotto, 65 Milliliter Weißwein, ca. 400 Milliliter Gemüsebouillon, 2 bis 3 Esslöffel Hokkaido-Kürbis gegart, Salz, ein gehäufter Teelöffel Mandelmus, 3 bis 4 Füße von Kräuterseitlingen, 3 Esslöffel Öl zum Anbraten, 2 bis 3 Esslöffel Kürbiskerne. Zutaten für 170 Gramm Mandelmus, 200 Gramm Mandeln von der Haut befreit. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!